jetzt dabei seid. Ich freue mich, dass wir diesen IGW-Talk jetzt auch starten können. Wir werden ab jetzt auch aufnehmen für alle, die das später hören möchten. Und ich schalte jetzt nach Schwabach zu unserem Bernhard Stengel, zu den ersten Gedanken dazu, wie wir Kirche leben und prägen können in der heutigen Zeit. So, Bernhard, du bist live dabei. Jo. Ja, ich grüße euch auch alle sehr herzlich und ich gebe euch jetzt auch mal meinen Bildschirm frei und hoffe, sehr gut, das funktioniert. Das funktioniert. Genau. Und als Boris mich angefragt hat, meine Gedanken mit euch zu teilen, da stand das so unter der Überschrift, wie kann ich in der Krise ein guter Pastor sein, beziehungsweise guter Gemeindeleiter, gute Gemeindeleiterin, Gemeindeverantwortung in einer guten Weise wahrnehmen. Und in such a time of crisis, I thought, oh goodness. Also mein Anspruch zumindest wäre, ich möchte immer ein guter Pastor sein. Nicht nur in Krisenzeiten. Ja. Und auch das ist klar, es gibt nicht den guten Pastor, die gute Pastorin, den guten Gemeindeleiter, die gute Gemeindeleiterin. Wir sind alle unterschiedlich und wir tun diesen Dienst so gut wir können, wie wir begabt sind, wie wir geschaffen sind. Wir sind unterschiedlich. Und darum will ich es hier einfach nochmal deutlich unterstreichen. Ich möchte und ich kann auch nur Anteil geben, wie ich mein Pastorenamt verstehe, auch unter den jetzigen Umständen und zu leben versuche. Und es wird eine sehr ein existenzieller Beitrag von mir werden, wo ich von mir ausgehe und versuche, euch mitzunehmen, wie es mir geht und welche Ansätze ich versuche zu leben. Und ich wünsche mir und hoffe mir, dass sie euch auch hier und da weiterhelfen können. Und ja, es ist eine besondere Herausforderung, in der wir leben und mit der wir gerade auch konfrontiert sind. Und diese Herausforderung besteht sicherlich auch in der Krise gerade. Der Umgang mit den ganzen Beschränkungen, mit der Angst der Menschen vor Isolation, vor Ansteckung, auch vor ihrem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber was ich für mich als die größte Herausforderung momentan erlebe, ist, dass ich selber betroffen bin. Oder wir sind als Pastoren selbst betroffen. Ja, wir sind aufs Homeoffice festgelegt, ich zumindest. Auch wir sind vor Ansteckung und Krankheit nicht gefeit. Auch wir sind betroffen. Ich habe bei uns eine Kollegin in unserem Kollegenkreis unseres Gemeindeverbandes, die ist schwerst erkrankt, liegt auf Intensivstation und wird bearbeitet. Eine relativ junge Frau. Ihr Mann und ihre Tochter sind ebenfalls erkrankt. Auf einmal kommt das sehr nahe. Dann vielleicht auch die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft. Wir diskutieren bei uns im Verband Kurzarbeit für Pastoren. Was heißt das dann plötzlich, mit 60% des Gehaltes auskommen zu müssen? Was heißt das, wenn unsere Gemeindeglieder kurz arbeiten müssen und die Finanzen der Gemeinde einbrechen? Was heißt das für mich? Und die Hilflosigkeit. Ich bin auf mein Arbeitszimmer, auf meinen Computer, auf mein Telefon beschränkt. Meinen Menschen, die mir anvertraut sind, geht schlecht. Wie gewinne ich einen Zugriff drauf? Das alles sind Fragen, wo ich gemerkt habe, ich muss nun selber wirklich durchbuchstabieren, was ich anderen bisher weitergegeben habe. Ich muss es selber am eigenen Leib durchleben, was es heißt, hilflos zu sein, ganz auf Jesus angewiesen zu sein, dass er durch mich handelt. Ich muss selber das durchleben und ich muss selber das Vertrauen bringen und leben, was ich bisher immer gepredigt habe. Und das ist für mich die eigentliche Herausforderung. Und das hat bei mir in diese Gedanken gemündet, bin ich bereits angekommen. Also mir ging es so,
wir haben jetzt seit 2 Wochen ungefähr doch sehr restriktive Auflagen, Ausgangssperre, Kontaktsperre. Und eigentlich sollte man meinen, die Arbeit ist weniger geworden. Und trotzdem habe ich mich die ersten 2 Wochen ständig gestresst gefühlt. Viel mehr, als wenn ich voll in der Arbeit unter normalen Bedingungen stehen würde. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum bin ich so gestresst? Warum geht es mir schlecht? Und ja, ich habe gemerkt, es hat was mit meiner Verunsicherung, ja Angst zu tun. Ich soll Führung ausstrahlen, ich soll Zuversicht verbreiten. Ich bin es aber selber. Und zwar plötzlich mit der plötzlichen Begrenzung meines bisherigen Rollenverständnisses. Ich kann nicht mehr der sein, wie ich mich bisher verstanden habe. Ich kann nicht mehr der Macher sein, so wie sonst, der Dinge halt einfach anpackt, der Dinge einfach tut, weil ich die Möglichkeiten dazu so nicht habe wie bisher. Ich kann aber auch nicht mehr der Seelsorger sein wie sonst. Die Nähe, die unmittelbare Nähe zu den Menschen, die Begegnung, das in den Arm nehmen, das funktioniert so nicht mehr. Und ich habe gemerkt, die Frage wird plötzlich groß, wer bin ich jetzt eigentlich noch in meiner Rolle, auch in meinem Selbstverständnis? Ich habe gemerkt, ich bin verunsichert. Dann auch verunsichert mit meiner eventuellen Infragestellung durch meine Gemeinde. Ich merke das an so Spitzen oder so Sätzen, die ab und zu dann kommen von anderen Leitern oder von Gemeindegliedern. Hey Bernhard, du hast doch jetzt einen lockeren Job, ne? Du hast doch jetzt nichts mehr zu tun. Und merke, oh, das geht doch noch mal eine Spur tiefer. Ja? Was bedeutet das jetzt? Was will mir der andere damit sagen? Und ja, und ich spüre meine eigene Hilflosigkeit angesichts der Hilflosigkeit von anderen und ich kann nichts machen. Ich will euch nur 2 Beispiele geben. Telefon klingelt, eine ältere Dame aus meiner Gemeinde ruft an, kurz vor dem Zusammenbruch und sagt, oh, mein Sohn ist wieder bei mir. Und dazu muss man wissen, der Sohn ist hochgradiger Alkoholiker, so alt wie ich, um die 50, wurde wieder mal von der Polizei aufgegriffen, Alkoholfahrt. Inzwischen liegt eine Anzeige vor, der Führerschein ist mindestens 2 Jahre weg. Er war sehr stark betrunken, sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht, doch die haben ihn abgewiesen. Mit dem Hinweis, oh, wir bereiten uns auf Corona-Welle vor, wir nehmen dich nicht auf. Und so ist er bei seiner Mutter wieder gelandet, die vollkommen überfordert ist. Was soll ich tun? Bernhard, was soll ich tun? Fragt sie mich. Und ich bin hilflos. Ja, wie kann ich dir helfen? Ein zweites Beispiel. Zeitgleich ein Mann, auch in meinem Alter, eher so Randsiedler unserer Gemeinde, taucht ab und zu auf, sehr kritisch. Es erreicht mich die Nachricht über einen Dritten, dessen Sohn hat Selbstmord begangen, hat sich im Umfeld einer Beziehungskrise erhängt in der eigenen Wohnung. Au. Was ist jetzt was tue ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie trete ich es diesem Menschen gegenüber? Kann ich das überhaupt? Ja, und ich merke plötzlich, ich bin hilflos. Hilflos angesichts der Hilflosigkeit der anderen und das macht was mit mir. Wie gehe ich damit um? Welche Konsequenzen habe ich daraus gezogen? Und ich habe gemerkt, gute Führung bedeutet zuerst Selbstführung. Ich muss bei mir selber ansetzen. Zum Beispiel, ich identifiziere meine eigenen inneren Antreiber und spreche ihnen ihre Macht über mich ab. Ich komme diesen Dingen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, auf die Spur und ich sage ihnen bewusst, stopp, ihr habt jetzt hier nicht reinzureden in mein Leben. Ein Beispiel, Online-Bibelgespräch. Als alles umgestellt wurde bei uns, die Kontaktsperre erlassen wurde, die Gemeindeveranstaltungen ausgefallen sind, dachte ich, da musst du was tun. Ja, das Gemeindeleben muss weiterlaufen. Ich biete über Zoom eine Online-Bibelgesprächsgruppe an und habe das kommuniziert in der Gemeinde. Und plötzlich ruft mich ein lieber Bruder an und sagt, du Bernhard, was tust du denn hier überhaupt?
warum tust du das? Brauchen wir das jetzt wirklich? Wäre es nicht für dich dran, dass du jetzt mal einen Gang zurückschaltest und die Ruhe genießt? Warum jetzt dieses Angebot? Und das hat mich sehr in Fragen gebracht. Und ich habe gemerkt, dieser Bruder, der hat recht. Warum habe ich dieses Bibelgespräch angeboten? Um mich selbst zu rechtfertigen. Um der Gemeinde zu zeigen, hey, ihr braucht keine Sorge zu haben, dass ich auf der faulen Haut liege. Ich tue was, gell, für mein Geld. Das war mein eigentliches Motiv. Und es wurde hier ertappt, überführt. Und ich musste diesem Bruder recht geben. Und ich habe das wieder gecancelt. Das war bitter. Aber er hatte recht. Also ich komme meinen inneren Antreibern auf die Spur. Ich benenne sie und spreche ihnen ihre Macht über mich ab. Dann das Zweite, ich gebe meinem Alltag eine feste Struktur. Zeitmanagement jetzt erst recht. Das ist immer eine Herausforderung, auch in guten Zeiten. Nach meiner Erfahrung scheitern hier die meisten Berufsanfänger grundsätzlich. Ich bin kein sehr disziplinierter Mensch und das ist für mich auch eine Dauerbaustelle. And it's a continuous topic. But right Und meine Frau ist Lehrerin und mein jüngerer Sohn, der ist noch Schüler, sind jetzt zu Hause. Die genießen das Leben. Ne? Die liegen bis 10, halb 11 im Bett. Die dürfen das ist okay. Vollkommen okay. Aber ich für mich habe gemerkt, nein, ich gestatte mir das nicht. Das ist nicht gut. Ja, ich gebe meinem Tag eine feste Struktur. Ich frühstücke, ich lese meine Zeitung und ich setze mich an meinen Schreibtisch oder ans Telefon und ich bringe Struktur in meinen Tag. Dann, ich schaffe mir Raum für die Pflege meines eigenen geistigen Lebens. Weil, und das ist auch eine Grunderfahrung, die ich gut kenne, es passiert nicht von allein. Leider. Man muss darum kämpfen, meistens auch in guten Zeiten. Und in diesen Zeiten, ich erst recht. Denn nur hier in diesen stille Zeiten des Bibellesens, des Betens, des sich selber auch in Frage stellen Lassens, komme ich meinen inneren Antreibern auf die Spur. Ja, und ich finde hier den Raum, das einfach mit Jesus zu besprechen und ihm auch einfach meine Schwäche zu klagen. Sagen, Herr, so ist es jetzt einfach. Ich kann jetzt hier nicht helfen. Hilf du. Und ich nehme mir bewusst eine Sache nach der anderen vor. Und nicht alles irgendwie miteinander. Das ist auch eine Grunderfahrung. Alles geschieht digital, hat viele Chancen, aber es kommt dann auch alles digital und zwar wild durcheinander. Und dann sitze ich zum Beispiel an meiner Predigt und dann kommt plötzlich Boris mit IGW eine E-Mail rein und das und das und das. Und dann kommt von dem und dem eine E-Mail rein, das und das und das. Mit einer anderen Frau aus der Gemeinde bin ich gerade in einem wunderbaren Diskurs über die Herkunft des Teufels und dass der wunderbar in der Bibel das alles Wort für Wort genau darlegt, warum das so ist. Ich habe gewagt, ihr zu widersprechen und sofort habe ich online per E-Mail eine theologische Diskussion am Hals. Kommt auch wieder eine E-Mail rein. Es juckt mich in den Fingern zu widersprechen und plötzlich merke ich drehe mich um mich selbst, ich könnte mich zerreißen zwischen den verschiedenen Anforderungen und merke, es hält mich auf Trab. Und ich sage, nein, ich schreibe jetzt die Predigt und wenn ich fertig bin, dann antworte ich dem Boris für EGW. Wenn ich dann fertig bin, denke ich über meine Antwort-E-Mail mit meiner Gemeindeschwester nach. Am besten ich antworte gar nicht, lasse es im Sande verlaufen, aber das muss ich auch erstmal selber merken. Also eins nach dem anderen. Und dann, ja, ich habe es genannt, Führung unter neuen Koordinaten leben. In einer neuen Situation. Führen, ja, aber anders. Weil das ist ja wirklich so auch eine Chance, auch eine Grenze zugleich. Viele Menschen sind verunsichert und sie sehnen sich nach klarer Führung. Also die Zustimmungswerte unseres bayerischen Ministerpräsidenten, die gehen gerade durch die Decke, nachdem er klare Ansagen gemacht hat. Und obwohl er die schärfsten Regelungen für ganz Deutschland erlassen hat, wofür man ihn eigentlich hassen sollte,
geht die Zustimmung durch die Decke. Die Leute finden das gut. Ist eine Chance, aber auch eine Gefahr. Man macht sich abhängig vom Urteil anderer. Und wie lebe ich Führung? Ich versuche es zu leben durch Eigeninitiative. Ich zeige den Menschen, dass ich für sie da bin. Durchs Telefon. Das gute alte Telefon. Ne? Wer hätte das gedacht, dass das noch in unserer heutigen Zeit so eine Zustimmung kriegt und Bedeutung bekommt? Anrufen. Ich habe mir vorgenommen, ich rufe jeden Tag mindestens 3 oder 4 Leute aus der Gemeinde an. Gerade die Älteren, die nicht digital vernetzt sind. Wir haben einen Online-Gottesdienst ins Leben gerufen. Eine tolle Sache. Wir produzieren den, das heißt, jeder Mitarbeiter, Musikteam, Moderator, Prediger, produziert seinen Part für sich daheim und schickt es an einen Produzenten und der schneidet das zusammen und stellt es auf YouTube. Hat sich super bewährt. Wir erreichen damit viel, viel mehr Menschen als live bei uns im Gemeindezentrum. Und ja, ich pflege Gemeinschaft über eine Videoplattform. Wir verwenden Jitsi Meet, das ist eine etwas einfachere, kostenfreie Version, Open Source Programm zu Zoom. MIG, Männer im Gespräch, unser Männergesprächskreis haben wir am vergangenen Freitag mit 12 Personen in Konferenz abgehalten über diese Plattform. Gute Sache. Und ich zeige Führung durch Vernetzung. Ich bin nicht der einzige Leiter in meiner Gemeinde. Wir haben eine ehrenamtliche Gemeindeleitung. Wir vernetzen uns über Jitsi, über Skype, über Zoom. Mindestens einmal, wenn nicht zweimal pro Woche. Und wenn es zum gemeinsamen Gebet ist. Und ich vernetze mich 14-tägig mit einigen Kollegen, mit denen ich in einer kollegialen Beratungsgruppe tätig bin, wo wir uns gegenseitig unterstützen und besprechen ja auch unsere jeweilige Situation. Wow. So, jetzt ist meine Zeit um, gell? Ich hätte noch eventuell noch was über Umgang mit Verschwörungstheorien, aber das lassen wir weg. Ich denke, ja, das überlassen wir dann RöNee im zweiten Teil. Gut. Hey, danke vielmals, Bernhard, vor allem diese Gedanken, die du teilst, wegen den Antreiben. Jetzt, wo jeder zu Hause sitzt, allen nochmal zusätzlich beweisen, dass man wirklich, wirklich am Arbeiten ist und etwas leistet. Aber auch die anderen Gedanken ganz wertvoll. Herzlichen Dank, Bernhard. Es hat schon jemand gefragt wegen der PowerPoint, die werden wir dann anschließend, also wahrscheinlich morgen mit den Shownotes, die ihr alle zugeschickt bekommt. Und das wird das einzige E-Mail sein, das ihr so von uns kriegt. Die werden wir dann verschicken. Ich werde jetzt auf Englisch wechseln für unsere Freunde in Afrika. Wenn ihr gerne deutsche Übersetzung habt von Philemon, dann könnt ihr unter Dolmetschen die Sprache wechseln auf den Sprachkanalton Englisch. Dort wird dann Philemon auf Deutsch übersetzen. Ich schalte jetzt Elvis Mutai mit dazu. Ich schalte auch Glorious mit dazu. Und ich schalte John Gitau mit dazu. Hi Elvis. Can you hear me? Hi, how are you? Yes, I can hear you. Glorious, wonderful. Greetings to Sierra Leone. And John, you're on the call too? Can you hear me, John? Wonderful. So Elvis and John, if you can switch your channels to off inactive, then I think you will hear me better and not hear the German translation of Philemon. Glorious, you are an experienced pastor. You are planting churches in Sierra Leone, and most of all, you are an experienced pastor when it comes to crisis because you have been living through the Ebola crisis. Could you fill us in and help us to understand what it means to live through a virus crisis like the Ebola crisis? Thank you very much, Boris. And we have the Ebola in Sierra Leone between 2014 and 2016. And it began slowly and silently. I said silently because it started in Liberia and then in Guinea, but then Sierra Leone didn't close its borders. People were coming in and then going out, and then nobody was paying attention to what was happening. And by May, June, we started getting cases.
And when they start telling people that this is an outbreak, it is Ebola, you know, some people started looking at it as a political something, and those in the East were saying, no, it's a lie, you know, denial. But then, within 3 to 4 months, it has taken all over Sierra Leone. And then suffering started, people were dying, and a lot of things happened that when you see a whole family being wiped out, a whole city, like towns, villages, they are being wiped out because everybody dies. By the time the government started, we don't have better medical equipment and all of those things. So it took the government and the people of Sierra Leone time to understand what Ebola really is. And because of the lapses that were there, so many people died. You know, there is a thing that I saw that really broke my heart during those periods. You know, when everybody was troubled. You know, we have a practice in Africa that when someone dies, they have to wash them, they have to wear clothes on them and all of those things. So that was what caused most of the spread because of our cultural practices. So and then, Ebola, excuse me for coming in, Ebola was a virus and the virus was spreading, but you know, it was also a very deadly virus, isn't it? So many people died. It's a deadly virus. And the churches don't even know what it was before. What it was, that the churches were closing down and, you know, you weren't able to meet. You know, how did you strengthen your faith and how did the pastors cope with that new situation? Well, in Sierra Leone, actually the pastors and let me say the religious leaders played a very great role because the government couldn't pass their messages very well. So then they have to talk to pastors and religious leaders to talk to their people to stop the practices that they were doing. Mm-hmm. And then what the church did was talking to the people, telling them that stop washing the dead. The government taking your people and cremating them is not something that is wrong. We are trying to stop this virus not to continue growing. And then the people listen to their religious leaders because they trust them and they believe in them. Churches were closed, but then we used to talk to our members through telephones. We used to talk to them through mobile phones, text messages, checking up on them. You know, a lot of when there is a crisis, you know, mostly the responsibilities rest upon the pastors and people are looking up to you. They bring their complaints. So when all of these things were happening, then the role of the pastor there is to tell them to just believe in the God Almighty, the one that we are all serving. We talk to them to increase their faith, and then that they should believe what the Bible says about our lives. And then we should trust in God because He's the one that we are looking up to. And then we close churches, but then we are still praying in our houses, silently and quietly. We have a specific time and we communicate with each other that we are meeting by 5. Everybody should be in their house and everybody should be praying. So that was what we were doing. Okay, and then so you were churches to pray at the same time and also feeling connected. And what strikes me mostly, what you say, is the role of the pastors to change a culture which was deadly and to strengthen, basically to strengthen the truth that is coming from the government. Very interesting. So let's go to Kenya, on the other side of Africa. Glorious, you're living in Sierra Leone. That's West Africa. Now going to Kenya. Elvis and John, you have just been living through a very difficult crisis with having locusts, grasshoppers coming and eating everything away. How did that crisis affect your life and also the churches in Kenya? Elvis, please, could you start? Yeah, the locust invasion was something that was not precedented. And we felt that maybe we will not be affected in a way, because again, it was thought that they were coming through Somali
And only did we realize that they were already in Kenya, that the government started working hard to try to get donor funding to be able to put them out by spraying them and all that. But unfortunately, the devastation was too much because the locusts, the hatching period of these locusts, and they in their millions. They will come from a place and go to another place, and then after that, where they are being sprayed, then they will go and lay eggs, and those eggs hatch the land, everything else, and then they develop, they fly to another place. And I think it was quite a challenge because we were not prepared. And the church at that particular moment, people felt like we wanted to rely and to ask the government to come and help. The first instance when a catastrophe happens is when you look into the government for help. Mm-hmm. And at times it becomes very difficult because if you have church members who probably are farmers or they keep livestock, like we have it's a farming nation, people who livestock and the others do farming. You realize that when mission comes in, even a pastor is wondering, how do I help the people? You know, what do I tell them? How do I pastor through this situation? Because it's beyond me. And more than often is when we give solutions, let's pray about it. Mm. But again, yes, you could pray about it, but the devastation is still ongoing. And you have people calling you and asking you, how do I feed my family? How do I feed my livestock? And I think it was a moment of desperation, I would say. And a moment where people felt now we needed to do something. We needed now to start thinking about relief food. Mm-hmm. How do we help these members? How do we help communities? Mm-hmm. How do we help churches that are affected? Mm-hmm. How do we start fundraising for them to be able now to have something to eat? Because at the end of the day, all the crops have been swiped out. And we're talking about a whole season. We're talking about 3-4 months season of food. And we started thinking about that, and I think in the Vineyard movement, we started talking about how do we start helping the most vulnerable areas. Okay. Maybe talk about a fundraiser, and we can buy beans, we can buy maize, we could buy food and send there. And we started thinking about even the village economic empowerment. We started thinking about fundraising from out there. So what I hear you say is a crisis in Kenya affects livelihood much deeper because it's going to the life ground. It's becoming existential. So noch für alle, die hier auf dem englischen Sprachkanal hören und lieber Deutsch hören möchten, wir übersetzen für euch, respektive Philemon, ihr könnt über Dolmetschen direkt auf den englischen Sprachkanal wechseln und dort hört ihr es dann Deutsch. John, you are a pastor yourself. You know, what did it mean for you to pastor a church during crisis? Pastoring a church in such a calamity becomes... John, you're very... can you put the microphone to your... We can hardly hear you. Okay, can you hear me now? Better, thank you. Can you hear me now? Okay. I was saying that pastoring a church in times of calamities like this becomes very hard. Because the communities are watching on you. When the crops is destroyed, and something else that was also not reported internationally, but it was affecting the communities here in Kenya, is there was a disease that was affecting livestock. Mm-hmm. And livestock was dying in numbers. And some of the communities that we pastor are pastoralists, depending purely on livestock. So now it became very hard to pastor communities that are affected by losing all their crops, as Elvis has explained. Mm-hmm. And now we on the other hand, we have a community that has lost hundreds of livestock, and that is the only livelihood they have.
And now to make it worse is that the livestock, the government was almost overwhelmed, and on the other side, the livestock disease didn't have any cure. So even as pastors, we find ourselves in a hard situation where you can't tell them that there is a solution coming from the government, but the preaching now becomes the preaching of hope only. So, and the other handle is that most of the communities and the people we pastor, they look at the pastor to supply or show them where their needs will be met. So the people look up to the pastor for hope, for a life of hope, or a word of hope, but also they look up for the pastor that they should help them with food. So Elvis, you know, you are heading towards the next crisis because we expect the coronavirus to hit Kenya and Africa too. How do you prepare the churches in Kenya now for the upcoming challenges? It's quite an interesting scenario, I would say that, in a very, 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 very complicated one. Because the thing is, the government in Kenya is not like governments out there in Europe and other established nations, whereby it's becoming a bit economical with the truth of the situation at hand. And the reason is because it cannot be able to sustain its citizens in terms of a complete lockdown. And the church finds itself in a very precarious situation whereby you have members who, to start with, have lost work because there is no employment. We were told to probably go on a curfew from 5 to 7 p.m. And most of these people that are posted live from mouth. People who are working in the streets of small business enterprises, and when they are told to live, when they are limited on times of working, very expensive even to pay bills. And so it becomes even how do you is that we have a challenge that churches and religious organizations are no longer meeting. And if your church doesn't have a virtue or a social media platform where it could share with its members, it becomes another handle because not everybody can afford to have an internet connectivity. So I think it's a very challenging situation. I run a church called City Vineyard Church, and I'm finding it. I hold meetings online, but not every person, not every member in my church probably can afford to have data bundles to go on Facebook and watch live. You find some of them are missing out. And so I think it's quite an interesting situation we are facing. So that means something like a lockdown will hit much harder in your place as it is in Europe. Absolutely, absolutely. Gloris, coming back to Sierra Leone, I think it was impressive to see the church in Sierra Leone really rising up and do mission during the time of Ebola crisis. Could you tell us, you know, what happened with the churches during the Ebola crisis? Well, government was depending on the church not just to talk to their people, but also to come in with relief services. You know, relief services like giving the people food. I remember we had helped some people sending food for us in Sierra Leone through the church, and then the church was there helping people to give them what to eat, to give them what to sustain themselves during this period because there was no work. No one is earning salary. Everybody's just concerned about their lives, concerned about whether they are going to live or die the next minute. So the church took the challenge of how to help them with not just praying, but also with food and other relief materials that they have to help
themselves with. You know, yes. Wow. And we talked to the congregation too, to listen to the government laws, telling them not to do certain things. But then it was very difficult for everyone. Already the pastor has to think about his family and herself or even himself. And then you have people asking you for more things to like food, like eating, and then how to take care of their family. You know, so it was a very difficult period. So the government couldn't, people were quarantined, and then they don't give them food to eat. They don't give them all the basic things that they want. So that was why the Ebola spread like wildfire, because you can't quarantine someone and you ask them to stay in their house for 21 days and they don't have enough to eat. So some of them were going out to fend for themselves and then spreading the disease. But you were still one of the major players, still small churches, poor churches, and you were mainly distributing all the relief that you got, you were distributing to the communities. What did that to the community? Yes, not just to your church members, but to your community, of course. Because everyone was depending on the church. Everyone was depending on the church leaders to be of help. And then when you yourself, you see the way people are suffering, you become moved. And then you don't just have to limit services to just your church members, but to the community where you are. So not just thinking about your own church, but thinking about the community. Now, in Sierra Leone, how do you prepare for the coronavirus? Boris, presently, I'll tell you that even the lockdown that the president gave is causing a lot of commotions right now, because people are saying, how can you give us a lockdown of, like for Sierra Leone, it's not just 1 month, it's 12 months. 12 months. So people are thinking that, oh, well, if Corona is not going to kill us, then hunger will kill us. So we are finding ourselves in a very difficult situation right now. So we even try to talk to the people, do sensitization to tell them that they should do this and do that. But the question they will ask you is, how are we going to fend for our families? We are going to die again like Ebola killed us before. Because food is a necessity, and then we have to take care of our children. It's not just only Corona coming. We have diseases like malaria that is also killing people here in Africa, especially in Sierra Leone. So this is something that even presently I'm facing some difficulties with. Church members asking me, now that the president is given us a lockdown of 12 months, what are we going to do? So this is a very difficult situation, Boris. 12 months. We are just hoping that things will change. 12 months. It's 12 months. I'm sure I will come and visit you, Glorious, before this 12 months period. The lockdown doesn't stop us. Thank you very much, Glorious, for teaching us and helping us to understand your situation. Thank you also, John and Elvis. We will switch now again back to German and come to Alten. So John and Elvis, if you want to listen to the translation in English again, you can switch translation to English. Und für alle, die jetzt wieder auf Deutsch hören wollen, die können ihre Übersetzung wieder zurückschalten auf Deutsch. Ich kenne all diese drei persönlich. Ich war schon auch bei ihnen mit dabei. Ich war schon in ihren Kirchen. Und gerade in Sierra Leone weiß ich, dass sie jetzt dran sind, rumzugehen in jede Kirche, in jede Community, in jedes Township und die Leute unterrichten, wie sie Hände waschen können, Hygienerichtlinien einhalten. Und wir unterstützen sie, indem wir ihnen mithelfen, Seife zu kaufen, Wasserspender zu kaufen. Ihr werdet dann in den Shownotes einen Link erhalten, falls ihr möchtet. Etwas unterstützen, könnt ihr dort die Infos kriegen. Aber einfach mein Wunsch ist, dass ihr so oder so einfach auch an unsere Geschwister in Afrika denkt, wenn ihr Kontakt habt, dass ihr jetzt besonders Kontakt aufnehmt. Aber jetzt kommen wir zu dir, René, und kommen nach Alten. Du bist Teil einer Gemeinde, die sich immer wieder ganz speziell Gedanken darüber macht, wie könnte man missional leben und gegen außen leben. Was bedeutet es für euch und für dich jetzt als Pastor der Vineyard Alten in dieser Zeit, Kirche zu leben und Kirche zu prägen? Sehr gerne. Du unterbrichst mich einfach, wenn meine Zeit um ist, Boris. Vielleicht 2, 3 Sätze zur Ausgangslage, woher wir kommen, bevor dieser Ausnahmezustand angefangen hat. Seit etwa 9 Jahren sind wir auf einer Reise unter dem Motto Kirche ohne Mauern.
einfach die Grundfrage, wie können wir ein bisschen wegkommen von einer sehr programmorientierten, gottesdienstzentrierten Gemeinde hin zu mehr, dass Mission und Jüngerschaft wirklich der Motor der Gemeinde ist. Wir haben so einen Befähigungsprozess angefangen mit unseren Leitern, haben ungefähr, ich würde sagen, 50, 60 Leute durch diesen Befähigungsprozess durchgeführt, haben angefangen mit missionalen Gemeinschaft und erleben seit etwa 3 Jahren, dass ungefähr alle 2 Wochen jemand zum Glauben kommt. Wir sind mit Hunderten von Menschen des Friedens unterwegs. Unsere Communities treffen sich 2-mal im Monat, einmal meist missional, und dann sind oft in diesen Communities, also mit allen Communities zusammen, erreichen wir jeden Monat Hunderte von kirchenfernen Menschen. War sehr ermutigend, eine wirklich sehr spannende Reise. Und jetzt kommen wir hinein in diese Zeit, in diese Corona-Zeit. Und ich merke, wir gehen wie durch 2 Phasen. Jetzt kommen wir langsam in die zweite, aber damit ihr den ganzen Weg versteht, vielleicht zuerst die erste Phase. In der ersten Phase haben wir gemerkt, dass wir wirklich versucht haben, die Gemeinde, ich sage es mal, pastoral irgendwie zu stabilisieren. Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, jetzt nach innen, wie sind wir in dieser Zeit ganz grundsätzlich unterwegs. Wir haben uns eine Strategie zurechtgelegt, wir haben eine Corona-Strategie gemacht, die kann man sogar auf unserer Homepage runterladen, vineyard-olden.ch. Die hat 5 Punkte. Das erste, was wir gesagt haben, ist, uns ist es ganz wichtig, gerade in dieser Zeit das Gebet zu stärken. In der Bibel die normale Reaktion auf Seuchen des Volkes Gottes war immer, man hat mehr gebetet. Viele kennen den berühmten Vers in 2. Chronik 7, 13 und 14. In Vers 13 geht es um Seuchen. In Vers 14 heißt es, aber wenn dann mein Volk betet, und dann werde ich hören das Land heim. Also wir haben uns überlegt, wie können wir das Gebet stärken. Wir machen Feierabendgebet digital, gerade heute Abend, so einmal im Monat, 3 Abende, einfach von 7 bis 8. Wir haben eine 24-Stunden-Gebet angesagt. Das ist so der erste Pfeiler unserer Strategie. Das zweite war uns ganz wichtig in dieser Zeit, all das, was Sinn macht, gesundheitlich, Social Distancing und dieses Versammlungsverbot, treibt einfach Menschen in das Alleinsein, in die Isolation. Und wir haben gesagt, das Wichtigste für uns ist, wir lassen niemanden allein in der Vineyard. Niemand wird allein sein in dieser Zeit. Die Leute aus der Risikogruppe, die haben alle ein Telefon bekommen, gerade auch ältere Menschen. Wir haben nicht so viel, aber die haben wir auch. Die nicht digital unterwegs sind, die haben alle ein Telefon bekommen. Was brauchst du? Wir haben, das war das Dritte, wir haben vieles digital aufgebaut, natürlich, was alle machen. Einfach haben Meeting-Kapazität erhöht, dass sich alle auch digital treffen können. Communities machen Community-Meeting online. Unsere Jugendlichen haben ihren Teenager-Treff online gemacht. Die hatten übrigens wirklich viel Spaß. Web-Meetings haben ja den Ruf, dass sie langweilig sind. Unsere Teams, sie haben sich mit 18 Leuten getroffen und dann gab es zum Beispiel zuerst ein Spiel, wo sie alle in ihre Wohnung rennen mussten und dann haben sie gesagt, oh, lasst uns wer den höchsten Toilettenpapierstapel macht, der hat gewonnen, da mussten sie alles fotografieren und filmen, haben das zurückgefeedet dann, die sind digital sehr affin und sie haben ein Video gemacht davon, das ist wirklich richtig lustig. Also Webmeetings können auch richtig lustig sein. Aber wir haben gesagt, wir lassen niemanden allein, wir bauen digitale Kompetenz auf, haben alles auf digital gelegt. Wir haben auch, was wir auch machen, das haben wir vorher gar nicht gemacht, 2-mal in der Woche eröffnen wir einfach ein Meeting. Dass wir den Link zu diesem Meeting, den haben wir im Newsletter kommuniziert, der ist immer dasselbe. Und dann einfach Montag und Donnerstag 1 Stunde von 8 bis 9 kann sich jeder, der will, einloggen. Vielleicht auch gerade Leute, die noch nicht in einer Community angekommen sind. Und dann haben wir zum Beispiel das erste Mal gesagt, hey, was sind deine besten Anti-Corona-Caller-Überlebenstipps? Und haben das geteilt und das dann wieder die Gemeinde zurückgefeedbackt. Es ist sehr gut, es wurde jetzt wirklich sehr geschätzt. Es kamen jetzt mal 15 bis 20 Leute. Also Leute nicht allein lassen, alles, was digital möglich ist, digital auch zu machen. Und dann haben wir das auch viele, 2-3 Mal in der Woche, eine kleine Videomessage. Übrigens, von wegen Verschwörungstheoretiker. Ich habe meine letzte Message, die ich heute gemacht habe, habe ich darüber gesprochen, dass man doch zurückhaltend sein soll mit endzeitlichen und prophetischen Interpretationen von Corona. Also wir nehmen all diese Themen auf und sind eigentlich, und das finde ich das Spannende in der ersten Phase, wir sind fast näher mit der Gemeinde unterwegs als vorher. Einfach weil wir eigentlich sehr viele Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben, die niemand in Anspruch nehmen muss. Aber so stellen wir sicher, dass niemand alleine bleibt. Ich habe eine Frau, die ist noch nicht lange zum Glauben gekommen,
ist sehr allein in ihrer Wohnung gewesen, ist fast wahnsinnig geworden, hat sich zu viele News reingezogen. Sie kam in dieses Meeting, wir haben darüber gesprochen, hey, schau dir einmal im Tag diese Neuigkeiten an, nicht 10-mal, geh an die frische Luft, die ganz alltäglichen Dinge. Und es hat sie wirklich stabilisiert, es war echt cool. Also Gebet, nicht allein lassen, digital. Das vierte, wir haben Familien sind speziell herausgefordert, vor allem mit Homeschooling und dann gleichzeitig noch Homeoffice. Da hat unser Jugendteam was gemacht, so einen Kalender, den sie jeden Tag können die was runterladen, können sich irgendwie was mit den Kids zu Hause machen. Wir sind auch mal rumtelefonieren, brauchte spezielle Unterstützung. Und das fünfte waren konkrete Hilfeleistungen für Menschen aus Risikogruppen. Einfach so diese erste Phase. Und jetzt ist ganz interessant, jetzt kommen wir in die zweite Phase, jetzt merken wir langsam die missionalen Möglichkeiten, die darin stecken. Wir machen zum Beispiel einen Livestream auch, aber wir haben bewusst gesagt, wir machen keinen Gottesdienst vor leeren Rängen. Wir haben das Gefühl, das macht für uns, ich sage nicht, für uns macht das wie keinen Sinn. Wir haben einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde Impuls, Inspiration, Kreativität. Wir wollen gute Nachricht verbreiten. Und haben das Glück, dass jemand uns so ein kleines Fernsehstudio einrichten konnte. Also nichts Wahnsinniges, aber es sieht wirklich schön aus. Und jetzt passieren interessante Dinge. Jetzt merken wir, dass Menschen des Friedens von uns, kirchenferne Menschen, die nie in einen Gottesdienst kommen würden, die sagen, gib mir den Link. Wir haben gestern einen Livestream gemacht. Wir haben normalerweise vielleicht 160 erwachsene Gottesdienstbesucher. Der Livestream von gestern wurde bereits 400 Mal geschaut. Und wenn ich davon ausgehe, dass nur 1,5 Personen vor dem Bildschirm sind, haben wir 4-mal mehr Leute, die das, was wir am Sonntag machen, überhaupt mitbekommen. Ein Mensch des Friedens von mir hat sich in den Chat im Livestream eingeloggt. Der war noch nie im Gottesdienst und hat was geschrieben. Und ich bin der Pasquale von Alten und fand ich hochinteressant. Ein anderer Mensch des Friedens hat gesagt, ja unbedingt, gib mir den Link. Aber wir produzieren jetzt auch bewusst am nächsten Sonntag zum Beispiel etwas, wo wir sagen, jetzt machen wir was nicht für die Kirche. Wir produzieren einen Livestream mit vielen guten Geschichten, God-Stories, ein bisschen kurzer Impuls, einfach für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind sehr gespannt. Wir laden unsere Leute ein, gebt den Link weiter. Und das Neueste, was wir uns überlegen, jetzt zentral zu machen auch, ist, ich möchte gerne einen webbasierten Alpha-Kurs machen. Dass wir quasi so dieses Alpha-Video, das kann man ausstrahlen und dann unten ist ein Link zu einem Zoom-Meeting und in dieses Zoom-Meeting kann sich jeder einklinken, der will und dann kann man dort Gespräche führen im Alpha-Kurs, weniger verbindlich, die Leute können kommen und gehen, wie sie wollen und ich bin sehr gespannt, wie das geschieht. Und vielleicht noch als letztes unsere Communities, ich merke da, dort wo diese Befähigungskultur angekommen ist, dort leben die Leute auch jetzt im Quartier Kirche. Nur noch ein ganz kurzes Beispiel, da bin ich fertig. Eine Familie, die wirklich dieses missionale Gen irgendwie gepackt hat, die in diese Befähigung reingekommen sind. Die erzählen es, wie sie ums Haus rum quasi so einen privaten Hilfsdienst aufbauen, Brote kaufen gehen, für Menschen beten können, ihnen liebe Karte schreiben, sagen, willst du ein Lied, das dich aufbaut, ihnen Lieder schicken. Und so versuchen wir jetzt auch diese Ideen, die da entstehen, zurückzugeben in diesen Pool von Community-Leitern und dass die Communities auch vor Ort befähigt und gestärkt werden, missional zu leben. Jetzt kommen wir in Phase 2 und ich bin sehr gespannt, ob das alles funktionieren wird, aber ich habe sehr viel Hoffnung, dass es wirklich auch, ich glaube, es ist ein Kairos-Moment für unsere Gesellschaft. Ich glaube wirklich, es erschüttert die Leute und ich will das nicht ausnutzen, aber wir wollen einfach bereitstehen und sagen, hey, was immer geschieht, wir haben eine Hoffnung, wir haben wirklich etwas, das uns durch diese Zeit durchträgt. Mal so weit vielleicht. Wow, okay? RöNee, ganz herzlichen Dank. Danke auch an euch, dass ihr hier noch mit dabei seid. Wir öffnen jetzt und lassen auch Zeit für Fragen. Ihr dürft diese Fragen gerne bei Fragen und Antworten dort reinschreiben. Dürft auch gerne reinschreiben, an wen ihr gerne eine Frage richten möchtet. Und ich werde für euch dann diese Frage an die betreffenden Personen stellen. Und ich starte schon mal, dass ihr auch Zeit habt, eure Frage zu überlegen. RöNee, nochmal deinen Talk kurz aufzunehmen. Danke vielmals für dieses Erklären, auch Phase 1, Phase 2. Du erklärst auch, dass es zuerst so pastorale Stabilität in dem Sinne auch braucht. Also ich denke, das hat ja auch mit eurer Jüngerschaftskultur zu tun. Also die Jüngerschaftskultur, die eigentlich Menschen fähig macht, auch ohne Kirche, sage ich mal, mit Jesus zu leben und dann auch mit Kirche mit Jesus zu leben, das euch jetzt befähigt, sehr schnell auch den Blick nach außen zu richten, weil am Ende ist es ja unsere Aufgabe, Kirche für andere zu sein und nicht nur für uns. Und mich würde trotzdem jetzt noch interessieren von dir, RöNee, was gibt es so für 2, 3 Dinge, die du einem Pastor oder einer Pastorin, einer Kirche, einer Leitenden mitgeben könntest,
damit er oder sie die Kirche auch in diesen Veränderungsprozess führen kann, gerade jetzt den Blick nach außen zu richten? Was braucht es da oder wie können wir Kirche jetzt wirklich nach außen prägen? Das ist eine große Frage. Also ich weiß, die Reise für uns, wo die angefangen hat, ist ganz sicher diese Überzeugung aus Matthäus 9,38, einfach die Ernte ist reif. Ich habe das früher nicht geglaubt. Aber Jesus sagt, das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist, es hat zu wenig Mitarbeiter und übersetzt für uns heißt es zu wenig Menschen, die sagen, hey, wir bauen unser Leben um diese Mission und auch die befähigt sind, egal wo sie hingehen, Kirche zu leben. Ich glaube, der Schlüssel ist wie der, dass wir es lernen, Jesus ins Schaufenster zu stellen, egal wo wir sind, ob wir im Zug sind, im Bus oder irgendwo, den Mut haben, genug Identität und Autorität in uns, dass wir wissen, hey, wir haben wirklich eine Botschaft, die hat Power. Ich bin befähigt, das mit anderen zu teilen. Aber für mich ist die tiefe Überzeugung, die Ernte ist reif. Es gibt so viele Menschen, die sind wirklich bereit. Wir leben Menschen, die haben Träume von Jesus, aber Jesus stellt sich ihnen nicht vor. Wir wissen gar nicht, wer das ist. Und wenn wir nicht den Mund auftun und quasi dann auch mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, dann werden die uns das gar nicht erzählen. Aber für uns fing es wirklich dort an zu sagen, glauben wir, dass die Ernte reif ist und dann in diesen Prozess von Befähigung einzusteigen, mehr auf die Jüngerschaft zu setzen, in wenige Leute viel Zeit zu investieren. Das war für mich ganz wichtig, nicht immer alle bedienen zu wollen. Natürlich, wir machen Gottesdienst, habe ich ja vorhin erzählt, aber ich habe meine 3, meine 12, die Leute, mit denen ich näher unterwegs bin und sage, Jesus wollte die ganze Welt erreichen, hat mit 12 Leuten begonnen, 3 Jahre investiert, das war ihm genug. Und jetzt merke ich, wenn du das 2, 3 Jahre tust, hast du noch nicht so viele Erfolge, wenn du eine große Bühne aufstellst. Aber wenn du dann nochmal 3, 4 Jahre wartest und die geben das weiter, plötzlich hast du befähigte Menschen in der Gemeinde. Also auch jetzt, vor allem Menschen des Friedens, habe ich gehört als Stichwort, auf wenige konzentrieren und die befähigen oder vor allem auch jetzt diesen Blick zu prägen, dass die Ernte reif ist. Ganz gut. RöNee, es sind ein paar Fragen noch an dich im Chat. Du darfst gerne dort auch per Text antworten, wenn du möchtest. Bernhard, es kam eine Frage rein an dich. Nochmal dort, wo ich dich abgeklemmt habe, weil sonst die Zeit ein bisschen weggelaufen ist. Aber wie gehst du jetzt als Deutscher in Deutschland, als Gemeinschaftsleiter mit diesen Verschwörungstheorien? Wie gehst du persönlich damit um und wie prägst du die Gemeinde in diesen Fragen der Verschwörungstheorien? Genau, also ich ignoriere sie, wo es nur geht. Ich antworte nicht darauf und ich ermutige auch andere, nicht darauf einzusteigen. Also das sieht bei mir in meinem Umfeld so aus, dass ich per WhatsApp, per E-Mail eine ganze Flut von Videos, von Beiträgen, also die Spackendichte ist extrem hoch, ja, die auf allen Kanälen hier senden ohne Ende und das kommt auch bei mir an. Ich habe auch meine Spezialisten, die da sehr eifrig sind im Weitergeben dieser meistens YouTube-Videos. Ich ignoriere sie. Das Zweite, was ich mache, und das hat RöNee auch schon sehr gut und sehr schön gesagt, ich ermutige die Leute, ihren Fokus auf das Konstruktive zu lenken, auf Jesus zu lenken. Es sind eben gerade die einsamen und auch die psychisch nicht ganz so stabilen Menschen, die vermehrt darauf einsteigen. Und die da auch anfällig sind. Okay, richt Blick weg davon. Schau Bernhard, es scheint, dass deine Teenagerkinder gerade den Livestream gestartet haben und deine Internetverbindung ein bisschen stockt. Nein, ich habe sie inständig ermahnt, das nicht zu tun. Okay, es ist jetzt 6:30, wahrscheinlich hast du gesagt bis 7. Also was ich gehört habe, vor allem auch die Menschen im Blick zu haben, die auch psychisch angeschlagen sind, weil die anfälliger sind auf Verschwörungstheorien. Aber was machst du dann konkret als Pastor? Also ich gebe ganz konkret Tipps, auf was sie ihre Aufmerksamkeit stattdessen lenken können. Ja. Ja. Und was wir, das sind so die beiden Hauptmaßnahmen hier an der Stelle.
Ja. Also ignorieren, ermutigen zum Ignorieren und Fokus einfach auf konstruktive, gute Dinge. Okay. So let me switch to English again. Und wenn du es gerne auf Deutsch dann hören willst, kannst du wieder Dolmetschen einstellen. Elvis, a question to you. You know, we sometimes battle with conspiracy theories when it comes to stuff like the coronavirus. And I think this must be a challenge too for you in Kenya, more on a spiritual side, that people then blame the devil or say this is a punishment from God. And how do you as a pastor in the Kenyan church deal with these sorts of, you know, I would say wrong spirituality or wrong theology? I want to give an example. Maybe this example will help me answer a question more strategically or more tactical. Yep. Government explained that we should not be having any meetings, and all churches, religious congregations, Muslim, whatever, you know, whatever. Okay. Yes, and one of the things was that So Elvis, the internet connection is quite bad. Had asked the off your congregation to come video and camera so that we can hear you better. And yes, Just can you hear me? yes, pull off the video camera and try again. Kind of. Hello? Yes. Now it's better. All right. Can you hear me now? Yes, it's better now. Mm-hmm. Yeah. And I would want to answer the question with an experience that I saw yesterday in the news, whereby we had a pastor who did not obey the rules the government gave, that we should not meet because we need to keep our social distancing. And that effect, he was incarcerated and taken by the police. And the pastor came out boldly saying that we should not deny people of faith times to meet and be able to come. God is capable of dealing with the himself. I mean, what kind of theology is this? Because today we have guidelines on how we have a pastor who has got together, they pray together, and they are infecting. If each one of them is infected, infecting the others. So I think the theological aspect, the perspective, and where I stand and where I'm coming from is that there is a lot of people who are using faith in a negative way, whereby you kind of want to put God to test, you know, and won't put him in a place whereby you have to do your miracle, you have to heal. And I think that's one of the challenges as an African star. I find ourselves are going to have in this crisis, in this pandemic. But we are going to have people who are fearing closing churches because probably it's the only source of income for them. Yeah. You know, Interesting. how do they go into social and visual church, because they challenge. Thank you very much, Elvis. The sound is still not very good, but I think it was very helpful to hear also from you how important it is to support the government and to be very clear also with conspiracy theories. So glorious. Asking you again, I hope you're still on the call. Could you give us a little, insight in what the role of prayer is and the role of also sound theology is in that type of crisis, especially with a virus that people don't see? Come again, Boris. So, you know, what is the role of prayer and also the role of sound theology when it is coming from a crisis with a virus that people don't see, and sometimes like conspiracy theories develop. People thinking, oh, it's witchcraft, or it's you know, it's a foreign government or whatever. You know, how do you deal with that? Boris, I believe Sierra Leone have learned from Ebola.
that was what happened during Ebola period. People said it's a virus that Americans brought to test it on Africans and all of those things. Yeah. But with this coronavirus now, when they said all churches should close, nobody raised any objections, because the church played a great role during the Ebola period by telling the people, the community, that this is what we should do. So I think in Sierra Leone presently, what we experienced during Ebola has taught us to listen to what health workers are telling us, and to also listen to what people that know about the virus are telling us. So presently, we are not facing that. Even that is why when we went a few days ago to do the sensitization to tell the people, you know, everybody was sitting down, listening to us, accepting what we are telling them to be washing their hands, keeping a social distance. So I believe before Ebola, we had that problem, because that was what caused the problem that so many people died, and so we had a lot of orphans during Ebola, because nobody was listening. Somebody was saying God is punishing us because of our wickedness and all of those things. So, but this time around with COVID-19, a lot of people have learned their experiences from Ebola, and so we are not facing such much problems anymore. Wow, that is giving us hope. So that is why when with the next crisis and the next virus, we might have learned and will not battle that many conspiracy theories. Thank you very much. So we're already over time, but I thank you, Glorious. Thank you very much for sharing from Sierra Leone. Thank you also, John, for being on the call. Thank you, Elvis, for being on the call. René, danke vielmal für dein Teilen, auch für dein missionales Herz. Bernhard, danke vielmal von deiner Seite auch für deinen wertvollen Beitrag. Philemon, danke fürs Übersetzen. Wir von IGB sind Fan von Menschen wie euch, einfach Helden, die Kirche bauen und leben in allen Herausforderungen. Und unser Wunsch und unser Auftrag ist, dich zu stärken, dich stark zu machen, dass du den Auftrag leben kannst vor Ort, dass wir miteinander Reich Gottes sichtbar machen können, dass wir miteinander die gute Nachricht von Jesus hinaustragen können, das Evangelium in Wort und Tat zu leben. Ich hoffe, dass dieses Webinar für dich ermutigend war. Ich hoffe, dass du einige Dinge für dich selber mitnehmen konntest. Unser nächster MonTalk, nächsten Montag mit Klaus Motoki Ton, wo es dann um Grenzen, auch Gefahren, auch Herausforderungen der digitalen Kirche geht, und vor allem dann auch die Frage, wie fahren wir wieder hoch? Also wie kommen wir dann von der digitalen Kirche wieder zurück in die normale Kirche, und was macht das mit uns? Und wie könnten wir da noch weitergehen, gerade in der Zeit, wo wir drin sind? Hey, danke vielmals, dass du da mit dabei warst. Du wirst morgen von uns eine E-Mail erhalten mit den Shownotes, mit gewissen Hinweisen von dem, was wir heute besprochen haben. Dann auch der Link zu der Aufzeichnung, wo du das nochmal nachhören kannst oder weitergeben kannst. Und das wird die einzige E-Mail sein, die du von uns kriegst, weil wir gehen verantwortungsvoll mit Daten um. Hey, und ich segne dich einfach mit dem Frieden Gottes, mit dem Mut Gottes, und ich segne dich gerade in dieser Zeit, einfach Salz und Licht zu sein, eine Quelle der Hoffnung zu sein in dieser Zeit, wo wir drin sind. Also, hey, ich wünsche dir eine gute Zeit und bis MonTalk.